Herzlich willkommen beim Aquarellkurs von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und ihr befindet euch hier bei mir im Atelier auf dem Wunderhof. Ich werde euch in diesem Kurs in 4 Teilen zeigen, was ihr über die Aquarellmalerei wissen müsst, über das Material, die Techniken, und ihr werdet anhand von einfachen Motiven dann auch sehen, wie man das Ganze umsetzt. Dieser Kurs ist leider nicht in unserem Buch abgedruckt, ihr findet aber die wichtigsten Sachen dafür auch auf der Homepage von Pedro und Rosa. Ja, und jetzt lasst uns anfangen. Viel Spaß dabei! Ihr kennt alle die Wassermalfarben aus der Schule und deswegen glauben wahrscheinlich viele, dass Aquarellfarben, einfach weil das auch Wasserfarben sind, dass das das Gleiche ist. Dem ist aber nicht so. Die Farben in der Schule werden zwar auch, genauso wie alle anderen Farben, mit Pigmenten und mit einem bestimmten Bindemittel angerührt, aber die Farben in der Schule haben immer auch noch Füllstoffe und einen Kreideanteil dabei, damit die decken. Deswegen sind es eben auch Deckfarben. Während Aquarellfarben keine Füllstoffe haben, sondern die werden wirklich nur mit dem Bindemittel zusammengehalten und deswegen braucht man da auch ganz, ganz wenig davon. Wenn ihr euch jetzt als Anfänger einen Kasten kauft, dann würde ich persönlich euch empfehlen, kauft euch einen fertigen Studio-Aquarellkasten. Da sind Studiofarben drin. Das sind im Unterschied zu den feinen Künstlerfarben und feinsten Künstlerfarben, sind das eben, ja, zwar völlig anständige Farben, aber sind halt nicht so hochwertig wie die Pigmente, die bei den Künstlerfarben verwendet werden. Aber für euch reicht es am Anfang völlig aus. Wenn ihr aber sagt, ich weiß schon, dass ich beim Aquarellmalen bleiben will, dann würde ich sagen, kauft ihr euch einen Leerkasten, so wie diesen hier, und kauft euch die teuren einzelnen Näpfchen dazu, weil natürlich die Künstlerfarben ein ganzes Stück teurer sind als die Studiofarben und deswegen ist dann so ein Leerkasten besser, wo man sich die einzelnen Näpfchen reinpacken kann. Wenn ihr euch so einen Kasten kauft, dann bitte achtet darauf, dass ihr von jeder Grundfarbe immer eine warme und eine kalte Variation drin habt. Und das wäre in dem Fall Zitronengelb ist die kalte, Cadmiumgelb die warme Farbe. Dann Cadmiumrot die warme Farbe, Krablack die kalte Farbe. Ultramarin die warme Farbe und Pariser Blau oder Preußisch Blau die kalte Farbe. Was auch noch wichtig ist, das sind die sogenannten Erdfarben. Das wäre lichter Ocker, gebranntes Jena und Umbra Natur. Die sind aber eigentlich in den Studiokästen für Anfänger sowieso immer drin. Also wie ihr das macht, überlasse ich vollkommen euch. Auch die Firma natürlich, die ihr euch aussucht. Es gibt Schminke, es gibt Lukas, es gibt Winsor und Newton, es gibt Rembrandt und die sind eigentlich von der Qualität her alle völlig zu empfehlen. Wenn ihr eure Näpfchen, wenn die leer sind, dann kauft ihr euch am besten zum Nachfüllen solche Tuben, ne, weil dann kann man die Farbe in die leeren Näpfchen reindrücken und dann kann man die Tuben verschrauben und dann halten die ewig. Und das ist einfach die günstigere Variante. Ja, dann braucht ihr zum Aquarellmalen spezielle Pinsel. Das ist echt wichtig, das werdet ihr merken. Ich benutze in meinen Kursen immer die Synthetikpinsel, die gibt es jetzt auch in verschiedenen Variationen natürlich. Das sind jetzt die Junior-Pinsel, weil ich halt sehr viele Schüler habe und deswegen nehme ich die. Da reicht es im Normalfall, wenn ihr euch einen Pinsel Nummer 12 kauft, weil man mit dem sehr breit malen kann. Ne? Und man kann aber auch, wenn man den nass macht, dann sehr fein damit malen. Wenn ihr Wert darauf legt, dass ihr sehr, sehr fein malen könnt, dann kauft natürlich noch einen zweiten, einen Einser oder einen Zweier dazu, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gut, das sind die Pinsel. So, und das, was beim Aquarellmalen extrem wichtig ist, das ist jetzt der Aquarellblock. Und zwar kennt ihr das bestimmt von der Schule, wenn man zu viel Wasser nimmt, dann wälzt sich der Block und die Farbe läuft in alle Richtungen, nur dahin nicht, wo man die gerne hätte.
Und deswegen gibt es für die Aquarellmalerei, wo man ja mit ganz viel Wasser arbeitet, spezielle Blöcke. Die sind vom Papier her sehr schwer. Und dann ist das Papier auf eine bestimmte Art und Weise behandelt. Das ist praktisch mehrfach durch den Leim gezogen worden, sodass das am Ende wasserabweisend ist. Also wenn ich da jetzt mit Wasser drauf spritze, dann seht ihr vielleicht, ich halte es mal ein bisschen so schräg, vielleicht kann man es dann besser sehen, dass das Wasser nicht ins Papier eindringt, zumindest nicht bald. Und dann bleibt auch das Papier sehr plan stehen. Also es fängt nicht an, sich zu wellen. Und dass es sich nicht wellt, hat natürlich auch einen Grund. Und zwar ist das Papier, ist dieser Block rundum an allen 4 Seiten verleimt, sodass das nicht aus kann. Das kann sich jetzt nicht ausbreiten, kann nicht kleiner oder größer werden und deswegen bleibt es plan liegen. Wenn man das Bild dann fertig hat, dann ist da oben so eine kleine Lücke und da schneidet man dann mit dem Messer das Papier vom Block runter. Ja, soviel zum Thema Material. Mehr braucht er im Moment nicht. Was vielleicht auch noch für Anfänger ganz wichtig wäre, ist, dass ihr euch von allen Farben, die im Kasten sind, zunächst einmal eine Farbprobe aufs Papier malt und dass ihr euch dann immer dazu schreibt, wie die Farben heißen. Weil das gerade für Anfänger total verwirrend ist, dass die Farben im Kasten ganz anders aussehen, als wenn man sie später aufs Papier malt. Ich zeige euch das mal jetzt anhand von diesen beiden Farben. Bei Gelb ist es kein Problem, aber die Farbe schaut im Kasten fast schwarz aus und wenn ich die aber auftrage, dann ist es blau. Die Namen sind wichtig, wenn ihr später die Farben auffüllen wollt, dass ihr natürlich auch wieder wisst, wie die geheißen haben. Ich habe jetzt das gemacht, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe die ganzen Farben aus dem Kasten jetzt alle mal ausprobiert und habe die Namen jeweils reingeschrieben. Und jetzt möchte ich euch so ein paar grundlegende Techniken zum Aquarellmalen zeigen. Und zwar nimmt man Aquarellfarben im Normalfall eigentlich nicht unbedingt direkt aus dem Kasten, sondern man mischt sich die gewünschte Farbmenge immer in der Palette an. Also zumindest, wenn man die Trockentechnik macht. Die Nasstechnik zeige ich euch gleich. Und da ist ja immer wichtig, dass ihr nicht mit einem pitschnassen Pinsel in die Farben reingeht, sondern wenn er im Wasserglas wart, dass er den immer so ein bisschen abstreift, dass er nicht zu nass wird, dass euch da nicht mit der Zeit einfach immer auch Wasserpfützen drin stehen. Im Normalfall ist es so, wenn der Kasten länger nicht benutzt worden ist, sind die Farben sehr trocken, dann ist es gut, wenn ihr euch vorm Malen einfach mal unter der Wasserleitung das Wasser drüber laufen lasst, dass die Farben alle so ein bisschen feucht sind, dass die leicht glänzen, dass man die leichter aus dem Näpfchen rausbringt. Ich habe das natürlich gemacht, deswegen sind meine Farben jetzt feucht und gehen gut raus aus dem Näpfchen. Und ich nehme jetzt mal die Rot. Tauche ein bisschen ein und ihr seht schon, ihr braucht ganz wenig und das Wasser wird schon sehr rot. So, und jetzt mache ich mit einem sacknassen Pinsel, da ist richtig viel Wasser drin, ich hebe den Block ein bisschen so an, mache ich eine sogenannte Lavierung. Ich ziehe jetzt ungefähr 10 cm, mehr braucht man am Anfang nicht, eine Bahn mit meinem Pinsel, warte bis sich das Wasser hier so ein bisschen sammelt und setze dann den Pinsel hier wieder an, warte immer wieder bis das Wasser sich so ein bisschen sammelt unten und ihr seht, dadurch, dass ich immer wieder das aufnehme, das was sich da unten sammelt, entsteht eine sehr gleichmäßige Farbfläche. Das nennt man Lavierung. Und ich möchte jetzt gerne, dass ihr euch
mal 4 solche Lavierungen nebeneinander setzt. Brauchen auch wirklich nicht größer sein als so 6 oder 7 Zentimeter. Und da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Es ist wirklich wichtig, dass ihr nicht so hin und her rührt, sondern dass die Farbe immer schön runterlaufen kann. Weil in dem Moment, wo man nicht sorgfältig arbeitet, das mir da passiert, ne, dann merkt ihr schon, die Aquarellfarben sind da echt tückisch, dann wird es nicht gleichmäßig. Für unser Probierstück macht es aber jetzt nichts. So, und wenn ihr das habt, legt das wieder hin. Und dann macht ihr Folgendes. Ihr wascht den Pinsel aus und nehmt jetzt mal Blau auf und dann tupft ihr diese Farbe in die noch feuchte Fläche von eurer letzten Lavierung. Und ihr könnt also Striche reinmachen. Und ihr seht schon, das ist das ganz Typische beim Aquarell, was dann passiert. Ne? Da verläuft die Farbe, aber man kann es nicht wirklich gut kontrollieren und man muss halt dann auch sehr viel mit dem Zufall arbeiten oder aber man kann es mittlerweile so gut, dass man das auch abschätzen kann. Das ist noch nicht ganz trocken, deswegen mache ich jetzt erst noch einen anderen Schritt. Und zwar mische ich jetzt das Rot mit dem Blau in der Palette. Sodass ich so einen durchschnittlichen Violettton bekomme. Und mache dann eben auch wieder so eine Lavierung. Setze die so drunter. Und da seht ihr schon, wie völlig unterschiedlich sich das verhält, wenn ich das im Kasten fertig mische und wenn ich das auf dem Papier einfach dem Zufall überlasse, wie sich das vermischt. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, Farben zu mischen beim Aquarell und das zeige ich euch jetzt, das heißt Lasieren. Lavieren war diese Waschungen anzulegen, also mit viel Wasser Farbe aufs Papier zu bringen und Lasieren heißt, dass ich mehrere Farbschichten übereinander lege. Und zwar mische ich mir jetzt die Blau, also die zweite Farbe, mit der ich mischen möchte, die mische ich mir im Kasten. Und dann hebe ich das Blatt wieder an und lege ganz vorsichtig, ohne jetzt so hin und her zu wischen, eine zweite Farbschicht über meine erste Farbschicht drüber. Und ihr seht, wenn ich das ganz vorsichtig mache, passiert der unteren Farbschicht gar nichts und die Farben mischen sich so durch, wie so zwei so farbige Transparentpapiere. Ne? Und auch das ist so das ganz Typische vom Aquarell, diese zarten Strukturen, die da entstehen. Und wenn ihr das jetzt vergleicht, wenn ich die fertige Mischung im Kasten mache und diese Mischung, die auf dem Papier entstanden ist, dann sind es zwei völlig unterschiedliche Farbwirkungen. Wann man was macht, ist natürlich, kommt auf das Motiv drauf an. So, was man beim Aquarell auch machen kann, weil eben das keine Füllstoffe und keine Deckstoffe drin hat, man kann hinterher aus dem trockenen Farbbereich wieder Farbe rauswaschen.
Und das macht man folgendermaßen, man löst mit dem nassen Pinsel die Farbe wieder an und da dürft ihr jetzt tatsächlich so reiben und dann kann man die Farbe wegtupfen. Und man sieht das jetzt da auch ganz gut, weil der untere Bereich noch feucht war. Wenn die Farbe noch feucht ist, bringt man es natürlich besser raus. Und da ist es so, dass die Farbe nicht mehr ganz rausgeht, weil ein bisschen was immer schon ins Papier eingedrungen ist. Ja, und dann könnt ihr jetzt einmal noch probieren. Das ist trocken, genau. Wenn ihr dann trocken auf trocken malt, also wenn ihr auf die trockene Fläche jetzt einfach mit der Pinselspitze mal drüber malt, ja, da kann man dann auch gefahrlos drüber malen. Wichtig ist einfach nur, dass wenn ihr drüber malt, dass ihr eben nicht ewig hin und her pinselt, ne, weil dann passiert das, was da passiert ist, dann löst ihr die Farbe an und dann läuft die so an den Rand und es entsteht eine Wirkung, die ihr wahrscheinlich gar nicht wolltet. Ja, was man auch noch üben sollte, das wäre eine sogenannte Hell-Dunkel-Lavierung. Dazu braucht man wieder einen sattnassen Pinsel. Wir heben den Block wieder ein bisschen an. Und was wir aber jetzt machen, weil wir wollen, dass das Ganze immer heller wird, das ist, wir waschen den Pinsel aus und lavieren einfach mit dem Wasser weiter. Und dann seht ihr, was dann passiert. Ne? Dann läuft von oben die Farbe runter, aber weil es halt immer weniger wird, wird es natürlich nach unten jetzt immer heller. So lange, bis da fast keine Farbe mehr übrig bleibt. Und solche Hell-Dunkel-Lavierungen braucht man natürlich zum Beispiel, wenn man Himmel malt. Ne? Könnt ihr euch schon vielleicht vorstellen, dass jetzt das wie so ein kleiner Horizont wäre und dass da vielleicht schon Berge kämen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das einfach öfter mal geübt hat, dass eben dieser gleichmäßige Farbverlauf entsteht. Dann könnt ihr vielleicht noch üben, wie man mit dem Pinsel umgeht, dass er einfach mal verschiedene Pinselstriche ausprobiert, ne? Ganz feine Striche, wenn ihr den Pinsel sehr senkrecht haltet und nur mit der Spitze arbeitet, so wie mit dem Füller in der Schule, dann vielleicht ein bisschen besser aufdrücken, ne? Ein bisschen mehr aufdrücken. Und was man bei Aquarell auch sehr häufig macht, das ist das sogenannte Schummern. Wenn ihr mit einem relativ trockenen Pinsel so über das Papier drüber reibt, dann bleiben so helle Stellen stehen. Und das ist zum Beispiel was, wenn man Wasser malt, ne, ist das eine sehr praktische Technik. Ne, dann meint man, das sind so kleine Farbreflexe im Wasser und das kann man auch ganz gut brauchen. Und übt auch natürlich ruhig mit dem Pinsel dann so in alle Richtungen zu arbeiten, ne, dass er einfach so eine Sicherheit kriegt mit eurem Instrument. Jetzt zeige ich euch als letztes noch die sogenannte Nass-in-Nass-Malerei, die man beim Aquarell sehr häufig benutzt. Und zwar braucht man da Wasser und man braucht so ein kleines Schwämmchen. Wenn ihr kein Schwämmchen habt, könnt ihr das Ganze auch mit dem Pinsel machen. Mit dem Schwamm geht es halt einfach bloß schneller. Und vor allem, wenn man große Flächen nass in nass malen möchte, ist so ein kleines Schwämmchen praktischer. Und zwar macht ihr Folgendes: Ihr macht mit dem Schwamm die Fläche, die ihr jetzt bemalen möchtet, macht ihr richtig schön nass. Und ihr müsst aber darauf achten, da müsst ihr dann auch immer so von der Seite hinschauen, dass das Wasser jetzt nicht unbedingt in Pfützen drin steht, weil sonst die Farbe nämlich von den Pfützen zum Rand getragen wird und ihr im Endeffekt haufenweise weißes Papier habt, aber die Farbe sich halt nicht wirklich gut auf dem Papier verteilt. Ja, und dann, je nachdem, was ihr halt machen möchtet, tragt ihr einfach
die Farbe in diese nasse Fläche auf und man arbeitet bei dieser Nass-in-Nass-Malerei sehr viel mit dem Zufall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da so eine Wiese imitieren möchte, ne, dass da irgendwelche Gräser drin sind, dann ist es gewollt, dass die Farben immer wieder ineinander laufen. Ne? Und je trockener das jetzt wird, desto klarer werden dann meine Linien. Und so entsteht sowas, das kennt ihr vielleicht vom Foto, dass der Hintergrund ganz unscharf ist und dass dann im Vornen die letzten Gräser dann sehr deutlich werden. Dazu muss man natürlich dann auch viel Geduld haben. Ne? Man muss warten, bis das Ganze trocken ist, bevor man dann seine Feinheiten aufbringen kann. Ich probiere jetzt mal, ob eins schon deutlicher wird. Na, merkt es schon, verläuft noch. Da wird es jetzt schon trocken, genau. Könnten dann jetzt irgendwelche Blätter auch sein, da unten zum Beispiel. Und das ist halt das, was den meisten Leuten beim Aquarellmalen wahnsinnig Spaß macht, weil man einfach nicht weiß, was rauskommt, weil man sich überraschen lassen kann und weil man dann auch unter Umständen irgendwas rauswaschen kann. Also ich könnte jetzt da zum Beispiel, so wie ich euch das vorhin gezeigt habe, wie so Pusteblumen rauswaschen. Und weil einfach bei dieser Nass-in-Nass-Malerei auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Wenn das jetzt ganz trocken ist und wir machen da nur einen Stiel her, dann meint man, das sind wie so Pusteblumen. Was man auch beim Nass-in-Nass sehr häufig macht, das sind dann noch so Spritzer. Das kann man aufs trockene oder aufs feuchte Papier machen. Ich mache da jetzt mal vorsichtshalber blaue rein, dass man es besser sieht. Da braucht er einen sattnassen Pinsel und dann wird einfach so die Farbe aufs Papier geschleudert oder man macht es über den Finger so drüber. Und dann könnten das jetzt noch ganz viele andere kleine Blümchen sein. Und man kann halt, wenn das jetzt dann trocken ist, wieder sich irgendwelche Strukturen rausarbeiten. Und das ist, wie gesagt, die Nass-in-Nass-Malerei. Im Gegensatz zu der Trockenmalerei sind zwei völlig unterschiedliche Farbwirkungen und das werden wir jetzt im Lauf der nächsten 3 Lektionen dann auch noch so erleben. Wir malen jetzt zusammen noch ein ganz kleines Stillleben. Wir malen 2 Äpfel. Was ihr zu Hause machen solltet, bevor ihr die Äpfel malt, das ist unbedingt, ich mag es jetzt da nicht, das dauert so lange, das ist unbedingt, dass ihr euch aus den Aquarellfarben mal solche Farbkreise malt. Ja, die kennt ihr bestimmt in der Schule, habt ihr bestimmt schon gesehen. Wenn nicht, es ist im Acryl das gleiche wie im Öl, wie im Aquarell. Ist einfach wichtig, dass man lernt, wie die Farben sich vermischen, wie viele Anteile man braucht. Also diese Farbkreise als Übung sind für alle Maltechniken einfach ganz, ganz wichtig. Und natürlich sich auch ein bisschen mit den Farben vertraut macht, indem man viele verschiedene Farbmischungen herstellt. So, für unser kleines Aquarell schneide ich natürlich jetzt das Papier von meinem Block runter. Und ihr seht schon, das muss man mit dem Messer muss man da so rumfahren. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen zuschauen, dass es immer im Blick von der Kamera ist. Genau. Und dann kann man das ablösen. Eine Warnung, bitte schneidet das Papier immer erst runter, wenn das durchgetrocknet ist, damit sich das nicht wellt.
Weil in dem Moment, wo ihr das jetzt im feuchten Zustand runterschneidet, so wie ich jetzt, ne, dann habt ihr das Problem, dass das Papier nicht mehr plan ist und wenn ihr das dann rahmen wollt, dann müsst ihr das nochmal aufwendig neu aufspannen. Also das erst runterschneiden, wenn das Papier tatsächlich getrocknet ist. So, ihr könnt natürlich, wenn ihr bloß kleine Motive malt, könnt ihr euch natürlich auch kleine Blöcke kaufen. Und da ist ganz praktisch, das gibt von manchen Firmen, gibt so Probiermalblöcke. Wenn ihr euch so kleine Formate mal anschaut und da einmal gleich die verschiedenen Papiere ausprobiert. Ne, weil Aquarellpapier gibt es in wahnsinnig vielen unterschiedlichen Gewichtsstärken. Das ist zum Beispiel ein ganz dickes, das hat 600 Gramm pro Quadratmeter. Ne. Oder es gibt diesen Torchon Aquarellkarton, der hat 275 Gramm bloß, ist aber trotzdem sehr stabil. Also da kann man dann auch ganz viel erstmal ausprobieren, wenn man so kleine Motive malt. Ich werde jetzt aber trotzdem die 2 Äpfel, die ich euch versprochen habe, auf meinem Block malen, der mit den 300 Gramm, weil das mir einfach der liebste ist. Das werdet ihr merken, mit der Zeit hat man so seine Gewohnheiten und dann kennt man sich halt aus, wie das funktioniert. Während wenn ich jetzt ein Papier nehme, mit dem ich noch nie gearbeitet habe, dann weiß ich nicht, ob das dann so wird, wie ich das gern hätte. Ja, ich möchte diese 2 Äpfel mit euch malen. Ne? Da braucht man eigentlich nur die 3 Grundfarben dazu, weil das ist grün und ein bisschen braun. Das heißt, wir mischen uns das Grün aus Gelb und Blau selber. Wenn ihr mit dem Zeichnen Schwierigkeiten habt, ich lege die jetzt mal so hin, ich werde die so malen, dass einer so ist und einer so. Ihr seht es jetzt dann gleich im Bild als Foto eingeblendet. Wenn ihr mit dem Zeichnen Schwierigkeiten habt, dann schaut ihr euch bitte auch im Buch von Pedro und Rosa an, wie wir das Ganze mit Acryl gemacht haben, weil das ist ja immer vom Zeichnen her ist ja das fast das Gleiche. Äpfel sind total einfach, das sind im Endeffekt Kugeln und da, wenn man die von der Seite so anschaut, ne, dann haben die oben oder unten immer so eine Vertiefung, wie so eine kleine Welle und da wächst entweder der Butzen oder bei dem anderen Apfel der Stiel raus. Ne. Da ist jetzt so der Butzen drin und bei dem anderen ist der Stiel drin. Und das Grün, wie gesagt, mischen wir uns selber aus den Grundfarben. Ich nehme jetzt Cadmiumgelb und nehme ein bisschen Pariser Blau dazu. Das ist so ein sehr kräftiges Grün. Und weil Grün in der Natur eigentlich immer ein bisschen gedämpft ist, gebe ich ganz wenig von dem Rot dazu. Und da oben spare ich mir von Anfang an das Weiß aus, ja, weil Weiß möchte ich beim Aquarell nicht durch Deckweiß herstellen, da herüben vielleicht noch ein kleines Licht und da noch ein kleines Licht, sondern ich mache das Weiße beim Aquarell immer mit dem Papierweiß. Beim Aquarell macht es auch nichts aus, wenn da mehrere so kleine weiße Stellen stehen bleiben. Das ist beim Aquarell gewünscht. Das macht es lebendig und das macht einfach Spaß. So, und für die Schattenseite, da mische ich mir einfach jetzt ein kleines bisschen das Grün dunkler mit ein bisschen mehr von dem Blau und ein bisschen mehr von dem Rot. Und dann kann ich da einfach in die feuchte Farbfläche die dunkle Farbe so ein bisschen reintupfen. Wichtig ist nur, dass ihr nicht so hin und her rührt, weil dann, wie gesagt, verläuft die Farbe zum Rand hin, ne, weil ihr die dann weggewischt habt. So wie da jetzt gerade mit der Hand, genau. Sondern dass ihr die immer nur so leicht reintupft. So, dann kann man in der Vertiefung drin, kann man so ein bisschen dunkler werden.
Und so lange, bis das jetzt trocknet, dass ich diese Feinheiten dann auf die trockene Farbfläche noch zeichnen kann, lege ich jetzt noch den Schatten drunter. Und den Schatten mische ich mir auch selber aus den 3 Grundfarben. Da nehme ich jetzt ganz viel Blau und ein bisschen von dem Rot. Dass da so eine dunkle, grünlich-schwärzliche, bräunliche Farbe entsteht. Das kennt ihr vielleicht von anderen Videos, die ihr von mir schon gesehen habt. Ich verwende nie eine reine Schwarz, sondern ich mische die immer aus den 3 Grundfarben mir selber, weil ich halt finde, dass das einfach natürlicher ausschaut. So, den Schatten lege ich jetzt so ein bisschen unregelmäßig auf den Tisch. Da hinten sieht man noch ein bisschen. Und dann lasse ich den mit viel Wasser einfach so nach außen verlaufen. So wie wir es vorhin schon geübt haben bei der Hell-Dunkel-Lavierung. Und das sieht halt einfach wahnsinnig toll aus beim Aquarell, weil dann so ganz überraschende Farbmischungen entstehen. Ganz interessant. Und wenn dann die Farbflächen einigermaßen getrocknet sind, dann kann ich den Stiel noch malen und kann den Butzen noch malen und dann vielleicht so ein bisschen diese Welle noch verstärken und eventuell unter den Apfel die Dunkelheit noch ein bisschen verstärken. Genau. Man könnte das jetzt lassen, weil beim Aquarell das ja eigentlich auch gewünscht ist, dass das auch oft sehr unscharf, sehr abstrakt aussieht. Ihr könntet auch, wenn ihr möchtet, das Ganze jetzt nochmal eine zweite Schicht drüber legen, ne? Nochmal das Ganze sorgfältiger malen und dann könnt ihr auch den Hintergrund gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt den nass in nass machen, wenn ihr das einfach mit dem Schwamm nass macht da hinten und Farbe reinlaufen lasst. Also das ist immer was, das überlasse ich dann immer euch. Ich wollte euch jetzt nur zeigen, wie man anfängt und wie ihr das letztendlich fertigstellt, das könnt ihr jetzt einfach mal ausprobieren. Ich zeige euch dann mein fertiges Bild, aber ihr entscheidet, was euch gefällt und wie ihr euer Bild machen möchtet. Das ist jetzt mein fertiges kleines Stillleben mit 2 Äpfeln. Ich habe jetzt überall nochmal eine zweite Lasur drüber gelegt, weil ich einfach der Fan von kräftigeren Farben bin. Es wäre aber auch in Ordnung gewesen, wenn ihr das bei der ersten Schicht gelassen hättet. Dann habe ich einen Nass-in-Nass-Hintergrund mit Gelb, mit einem ganz kleines bisschen Rot angelegt. Ich habe die Schatten nochmal ein bisschen verstärkt und habe dann am Schluss auch noch so ein bisschen so Spritzer drauf gesetzt. Ist immer Geschmackssache, kann man machen, kann man auch nicht machen. Mir persönlich gefällt das jetzt ganz gut so. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid motiviert, beim nächsten Kurs mitzumachen, wenn wir dann ein kleines Stillleben mit Aquarellfarben in der Trockentechnik machen. Bis bald, ich freue mich auf euch.